Herzlich willkommen hier zurück auf dem Georeference-Kanal. Ja, in der heutigen Episode schon wieder ein Teil von Blackhawk. Erst im letzten Video hatten wir eine Blackhawk-Weste aus der Omega-Serie im Detail. Heute schon wieder, aber diesmal etwas ganz Exklusives. Und zwar eine Weste, die von Blackhawk hergestellt wurde, extra für das KSK. Hier auch so ein bisschen zu sehen in so einer Konfiguration, wie man diese Weste damals auf Referenzbildern oft sieht. Alles noch so ein bisschen mehr oldschool im Vergleich zu heute, aber es hat definitiv seinen Charme. Die Weste ist quasi vom Grundaufbau relativ identisch mit allen Westen aus der Omega-Serie, hat aber ziemlich viele spezielle Details an sich. Die Weste ist unter dem Namen Blackhawk Dräger West gelaufen. Dräger auch mit AE geschrieben, quasi ähnlich wie die Firma Dräger. Woher dieser Name genau kommt, ist leider nicht mehr nachvollziehbar. Möglicherweise kam das Design von einem Herrn Dräger, der das bei Blackhawk so eingereicht hat von seitens der Bundeswehr oder wo auch immer, weshalb die Weste dann diesen Arbeitstitel vielleicht behalten hat. Wann sieht man die Weste zum ersten Mal? Die Weste auf Referenzfotos, die mir bekannt sind, sieht man zum ersten Mal Anfang Februar 2004, dort bei einer Public Demonstration, wo diese Weste getragen wird. Möglicherweise war sie auch schon Ende 2003 irgendwann vielleicht vor Ort anzutreffen. Davon habe ich aber leider keine Infos und es gibt davon auch leider keine Bilder. Ja, ab 2004 sieht man die Weste dann immer wieder, meistens im Bereich Retten und Befreien von irgendwelchen Referenzbildern. Ich habe euch schon mal in einem anderen Video ein Eagle Chest Rig vorgestellt, was exklusiv fürs KSK hergestellt wurde für G36 Magazine. Und das ist quasi der Nachfolger, also quasi der Ersatz für das Eagle Chest Rig aus dem Retten und Befreien Kit. Dann diese Weste neu in den Satz gekommen und hat dann wohl sehr wahrscheinlich das alte Chest Rig mehr oder weniger abgelöst. Auch hier wieder die Weste in Schwarz gehalten, wird auch zur damaligen Zeit noch sehr viel mit dem Schwarzzeug in Kombination getragen, aber wir sehen auch eben Kombination eben mit Flecktarn. Hier nehme ich einmal als Beispiel mit der MSA Millennium ABC Schutzmaske, noch dem Springerhelm darunter, die feuerfeste KSK Overall, die Mela Schutzweste Spezialkräfte und oben drüber eben die Blackhawk Drägerwest. Zum Teil sieht man die Weste dann auch noch auf ein ganz paar Fotos, gerade aus dem Buch von Reinhard Scholzen, der Bildband über das KSK, wo die Weste auch mal in einem nicht nur rein R&B-Setting quasi getragen wird, sondern wir eine Übung haben, wo das KSK in einem Dorf unterwegs ist und dort eben auch noch ein Soldat mal diese oder sehr wahrscheinlich dieses Modell trägt. Das ist nicht zu 100% zu erkennen, aber dort sehen wir eben nochmal diese Weste. Vor kurzem gab es dann nochmal eine neuere Referenz und zwar aus dem Jahre 2010. Dort von dem Instagram-Account Unter dem Schwert, einem ehemaligen Angehörigen des KSK, welches Soldaten ich meine, das war eine polizeiliche Spezialeinheit, die das KSK da ausgebildet hat, zeigt, wo die Masse möglicherweise die Eagle Chest Rigs trägt aus dem alten R&B-Satz, aber auch eben einer dabei ist, der die Blackhawk Drägerweste anhat. Hier wurde dann wahrscheinlich altes Material vom KSK abgegeben, um eben diese neue Einheit auszurüsten, weshalb das Zeug dann irgendwann dort unten gelandet ist. Aber genug der Worte, schauen wir uns die Weste jetzt mal im Detail an. Dann haben wir die Weste mal vor uns. Wir fangen wieder vorne an. Ich nehme einfach mal die beiden Multifunktionstaschen, Utility Pouches, Mehrzwecktaschen, wie auch immer. Wofür genau die gedacht waren, ist leider nicht nachvollziehbar. Aber wir haben hier die Besonderheit, dass die beide identisch groß sind. Das ist bei Blackhawk oftmals eben ja auch nicht der Fall. Meistens ist eine kleinere und eine größere. Und dass diese Taschen eben nicht mit Klett, sondern hier mit Reißverschluss zu öffnen und zu schließen waren. Hier unten die Besonderheit, was heißt die Besonderheit? Die Anzahl ist identisch. Wir haben wie immer 6 Magazintaschen oder wie auch bei der normalen Blackhawk Assault West, nur hier eben für G36 Magazine. Die Taschen sind immer noch relativ kompakt, aber die sind tatsächlich so geschnitten, dass ich ein G36 Magazin hier ordentlich reinbekomme. Bei den älteren Blackhawk Westen wäre das durchaus schwieriger gewesen, ich sag mal, ungecleantes G36 Magazin in die Taschen zu bekommen. Wir haben auch noch einen
etwas älteren Schnitt, auch mit den längeren Bändern. Das wurde irgendwann von Blackhawk ja auch mal geändert, auch zur Zeit 2004 oder 2003, wo die Westen gebaut wurden, waren diese Taschen eigentlich auch schon so ein bisschen outdated für Blackhawk. Da gab es schon die verstellbaren aus festerem Gewebe auf jeden Fall. Ansonsten sehen wir wieder die Grundbasis der Netzweste. Hier der Reißverschluss zum Öffnen. Und hier im Inneren, das haben wir auf beiden Seiten, wieder das Kartenfach. Hier auch mit Reißverschluss, gibt es von Blackhawk ja auch Versionen, die mit Klett funktionieren etc. Hier aber eben auch mal wieder die Version mit dem Reißverschluss. Hier hinten haben wir das Blackhawk Label und wie bei den anderen Blackhawk Westen ein Fach für eine Trinkblase oder irgendwas anderes, was man da eben reinmachen möchte. Ansonsten findet sich im Inneren nichts. Wir haben hier unten noch die Belt Loops, wie schon gesagt, taktische Gürtel wurde dazu getragen und an dem Gürtel befanden sich dann die restlichen Taschen für Pistolenmagazine, Flashbangs etc. oder eben auch an einem Dropleg, der ebenfalls hier befestigt war. Hier oben haben wir die Slip Pads, dieses Mal auf beiden Seiten, also ausgelegt für Links- und Rechtsschützen, dass die Waffe dementsprechend auch hier mit links geschultert werden kann oder mit rechts. Und auf beiden Seiten haben wir hier wieder den Steg, der das Wegrutschen der Schulterstütze vermeiden soll. Also ist dieses Grip Pad, Shooter Pad, wie auch immer es immer mal genannt wird. Hier oben haben wir eine Klettfläche. Und zwar ist die, um gewisse Sachen durchzuführen, wie zum Beispiel einen Trinkschlauch oder eben Kabel vom Funkgerät. Dann gehen wir mal nach hinten. Hier hinten haben wir die Seitenverstellung geschnürt. Hier oben haben wir nochmal die Verstellmöglichkeit für den Schulterbereich. Funktioniert auch über Klett. Und dann haben wir hier oben noch einen D-Ring, um was einzuhängen oder auch was durchzuführen. Dann haben wir hier den Berge- und Tragegriff der Weste. Und darunter haben wir schon, wie ich schon öfter erwähnt habe, das Blackhawk BTS, das Attachment System für Taschen oder eben für Taschen mit Alice-Clips oder eben dem BTS-System. Das BTS-System ist ähnlich, wie wir es jetzt gleich hier bei der Tasche sehen. Und zwar ist diese Tasche, das ist eine Eagle Industries Tasche für das SEM52, auch exklusiv fürs KSK. Und zwar habe ich die auch so an der Weste bekommen. Da gibt es auch Referenzfotos, wo die Funkgerätetasche so hinten angebracht ist. Blende ich euch jetzt nochmal ein. Und zwar haben wir hier hinten eine Gürtelaufnahme mit Klett, die dann so gesichert wird. Und wir haben hier auch nochmal im inneren Klett, was entweder direkt mit dem Gürtel halt dann verbunden ist oder eben wie hier, weil wir auch hier im Inneren vom BTS-System Klett haben, ist es dann eben damit verbunden und nochmal zusätzlich gesichert. Das Ganze wird dann einfach nur durchgeschlauft und hinten eben wieder eingeklettet. Genau. Ja, viel mehr ist an dieser Weste auch gar nicht zu sehen, aber hier mal eine Blackhawk Weste wie die anderen Omega-Versionen, aber eben exklusiv für die Bundeswehr, für das Kommando Spezialkräfte. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und vergesst nicht liken, teilen, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.